Heute sprechen wir über das Arbeiten in Polen, um welche Unterschiede es im Gegensatz zu Deutschland gibt und auch welche Vor- oder Nachteile es hat, in Polen zu arbeiten. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Falls du neu auf meinem Kanal bist und dich für das Thema Polen interessierst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen Dank für deine Unterstützung. Sprechen wir heute mal ein wenig über das Arbeiten in Polen und welche Unterschiede es da gibt. Weil ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich Kommentare im Internet lese, dass dem einen oder anderen vielleicht nicht ganz bewusst ist, welche Arbeitsregeln hier eigentlich herrschen. Und ich muss zugeben, wo ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich mich auch über einige Sachen sehr sogar gewundert. Und ich war manchmal sogar sehr verstutzt, was hier eigentlich manchmal abgeht. Und deswegen mache ich auch dieses Video, um vielleicht auch Leute mal aufzuklären, wie das hier eigentlich wirklich mit dem Arbeiten abläuft. In Deutschland gibt es das Arbeitsschutzgesetz, was die Gesetze regelt. Und in Polen gibt es halt den Kodex Pracy. Im Prinzip das Gleiche, nur halt im Polnisch. Und es gibt schon mal einen ganz großen Unterschied, wenn man in Polen anfängt zu arbeiten. Und zwar gibt es hier in Polen nicht diese typischen Steuerklassen wie in Deutschland. Also hier gibt es das nicht. Wenn du verheiratet bist, irgendwie 3 Kinder hast, hast du einen anderen Nettolohn wie der Single ist. Wenn hier in Polen jemand verheiratet ist mit 3 Kindern, verdient 5.000 brutto, hat er netto genau das gleiche wie der Single, der keine Kinder hat. Der zweite große Unterschied, was aber auch, denke ich, jedem klar sein sollte, ist der Gehalt. In Deutschland verdient man wesentlich mehr. Und selbstverständlich habe ich hier auch ein paar Zahlen vorbereitet und die Quellen dazu packe ich euch auch nachher nochmal unten in der Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch das gerne auch nochmal durchlesen. In Deutschland hat man einen Durchschnittsnettolohn von 2.131 €, was umgerechnet ca. 10.000 Zloty sind, während man in Polen einen Durchschnittsnettolohn von 5.100 Zloty hat, was umgerechnet auf den Euro ca. 1.085 € sind. Also ganz grob geschätzt kann man sagen, verdient man in Deutschland doppelt so viel. Wenn wir jetzt vom Mindestlohn sprechen, gibt es in Deutschland den Mindestlohn von 12 € brutto, was umgerechnet auf den Zloty ca. 56 Zloty sind, während man in Polen einen Mindestlohn von 22,80 Zloty hat, auch brutto, was auf den Euro 4,85 € sind. Im Prinzip ist der Durchschnittslohn in Deutschland 2,5 Mal so viel wie in Polen. Und wer jetzt mit dem Argument kommt, ja, aber die Lebenshaltungskosten in Polen sind ja günstiger. Ja, teilweise richtig, aber hier kostet nicht alles in Polen die Hälfte. Das muss man auch mal so im Hinterkopf haben. Kommen wir zum dritten Punkt, und zwar Arbeitszeiten, Pausenzeiten und Urlaub. Während man in Deutschland eine Durchschnittsarbeitswoche von 37 Stunden hat, hat man in Polen eine Durchschnittsarbeitswoche von 40 Stunden. Auch bei den Pausen gibt es hier ganz große Unterschiede. Während in Deutschland nach 6 Stunden Arbeit mindestens 30 Minuten zustehen und nach 9 Stunden Arbeit mindestens 45 Minuten zustehen, hat man in Polen nach 6 Stunden Arbeit nur einen Anspruch auf 15 Minuten Pause. Selbst wenn ihr 8, 10 oder 12 Stunden arbeitet, habt ihr nur den Anspruch auf mindestens 15 Minuten Pause. Auch beim Urlaub haben wir hier einige Unterschiede. Während man in Deutschland einen Anspruch auf 24 Tage Urlaub hat und das ganz unabhängig davon, was für eine Berufserfahrung man hat oder was man gelernt hat, hat man in Polen nur mindestens 20 Tage Urlaub, wenn man eine Berufserfahrung von unter 10 Jahren hat. Hat man eine Berufserfahrung von über 10 Jahren, hat man einen Anspruch auf 26 Tage Urlaub. Zu der Berufserfahrung zählt natürlich auch Ausbildung oder Studium. Bleiben wir mal weiter bei den freien Tagen. In Polen gibt es den Vorteil, wenn ein Feiertag auf den Samstag fällt, dass man den dann zurückkriegt, während man in Deutschland einfach leer ausgeht. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Krankenscheine. Während man in Deutschland bei einer Krankschreibung voll bezahlt wird, kriegt man in Polen nur 80% bezahlt.
sollte man in Polen eine neue Arbeitsstelle anfangen und in den ersten 30 Tagen krank sein, kriegt ihr sogar gar nichts bezahlt. Ein bisschen anders sieht das jetzt bei den Frauen aus, wenn die zum Beispiel schwanger sind. Während der Schwangerschaft kriegt eine Frau volle 100% bezahlt. Sobald das Kind zur Welt kommt, kriegt ihr ab diesem Zeitpunkt ein Jahr lang nur 80% bezahlt. Das zweite und dritte Jahr kann die Frau freinehmen, ist aber alles dann unbezahlt. Und jetzt noch ein paar wichtige Tipps und Informationen meiner Seite, die jetzt eigentlich auch nichts mit dem Codex Pracy zu tun haben. Wenn ihr in Polen nach einer Arbeitsstelle sucht, informiert euch vorher bitte ganz genau, was man ungefähr in dieser Branche verdienen kann. In Polen ist es nicht üblich, dass ihr hier Tarifverträge unterschreibt oder die Gewerkschaft bei euch hinterm Rücken steht, um jedes Jahr irgendwie für 2-3% Lohnerhöhung zu kämpfen. In Polen ist das ganz üblich, dass man seinen Lohn verhandelt. Genauso ist es auch mit dem Bonus oder Prämienzahlungen. Firmen bieten sehr verlockende Bonus- und Prämienzahlungen an, zum Beispiel für Sprachen oder zum Beispiel auch für Führungspositionen gibt es dann auch extra Prämien. Ihr müsst aber immer im Hinterkopf haben, dass eine Bonus- bzw. Prämienzahlung immer eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers ist. Und wir gehen jetzt mal von einem ganz schlimmen Szenario aus. Wenn ihr zum Beispiel bei einem Arbeitgeber unterschreibt, dass ihr ein Fixgehalt von 5.000 brutto habt, plus 2.000 Zloty Prämie, egal welcher Art jetzt, und ihr jetzt mal, was ja nicht ausgeschlossen ist, vielleicht mal 3 Wochen ausfallen solltet oder vielleicht sogar 4 Wochen, dann kriegt ihr von diesem 5.000 brutto Fixlohn, den ihr im Vertrag habt, nur die 80% und theoretisch kann dann auch der Arbeitgeber sagen, die 2.000 Prämie, die 2.000 Zloty Prämie, nimmt er euch einfach weg, weil ihr auch nicht gearbeitet habt. Und das ist auch sein gutes Recht, weil das ja eine freiwillige Leistung ist. Deswegen ein Tipp meiner Seite, egal was sie euch am Bonus anbieten, versucht so viel wie möglich als Fixgehalt euch klar zu machen, damit es, wenn es im Fall der Fälle wirklich mal schlimm bei euch ausfallen sollte, im Fall einer Krankheit zum Beispiel, ihr trotzdem so viel Lohn kriegt, wie es gibt. Ich hoffe, dass dir diese Tipps und Informationen weitergeholfen haben. Und wenn du mal möchtest, dass ich mehr auf das Thema Arbeiten eingehe oder vielleicht hast du sogar ein konkretes Thema, worüber ich mal sprechen sollte, kannst du es mich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Dann versuche ich mal demnächst auch ein Video dann über dieses Thema zu machen. In diesem Sinne danke ich dir, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!